Wir sind hier in Neuhausen am Rheinfall und heute reden wir mal über die Schweiz und die Unterschiede zwischen Schweiz und Deutschland, wenn es ums Geschäft geht, ums Geschäftsleben, ums Privatleben oder ums Investieren. Hier ein kleiner Ausblick. Also lasst uns mal gehen. Okay? Also viele denken, vor allen Dingen hier in der deutschsprachigen Schweiz, im Kanton Schaffhausen, nördlich von Zürich, die Schweiz sei Deutschland. Das ist sie nicht. In vielerlei Hinsicht nicht. Die Kultur ist komplett anders. Das ganze System funktioniert anders. Es gibt natürlich Vor- und Nachteile wie in jedem Land. Es gibt nicht das ideale Land. Aber ich habe mich speziell dafür entschieden, in die Schweiz zu ziehen. Habe inzwischen auch einen Schweizer Pass und fühle mich hier sehr wohl und absolut zu Hause. Die Schweiz bietet eigentlich fast alles, was ich mir im Leben so wünsche. Was fehlt, ist das Meer, die Wellen und ja, das Klima dürfte im Winter besser sein. Ich bin kein Wintermensch, daher hätte ich wahrscheinlich ein bisschen was Tropisches lieber. Aber generell, ich liebe die Natur und das ist auch der Grund, warum ich hier für dich diesen YouTube-Video mache. Ich laufe gern. Ich denke gerne nach beim Laufen. Ich halte auch am liebsten Geschäftsmeetings primär beim Laufen. Ich nehme oft Gesprächspartner mit auf einen Spaziergang, anstatt in einem Meetingraum zu sitzen oder in einem Büro. Die Natur gibt einem einfach die Möglichkeit, den Kopf frei zu bekommen. Die Bewegung hilft. Ich habe immer das Gefühl, dass mein Gehirn funktioniert motorisch. Also auch wenn ich einen Anruf bekomme, gehöre ich nicht zu den Leuten, die dann bequem im Sessel sitzen und das Gespräch im Sitzen in aller Ruhe durchführen können, sondern ich bin jemand, der durchaus dann aufsteht, der hin und her läuft, was vor allen Dingen in Großraumbüros nicht immer für Freude bei meinen Mitarbeitern gesorgt hat und bei meinen Kollegen, dadurch, dass ich einfach ständig in Bewegung bin. Ich habe einen starken Bewegungsdrang, vielleicht funktioniert mein Gehirn einfach mechanisch, wer weiß. Also wir sind hier in Neuhausen am Rheinfall, so heißt der Ort. Und wie ihr auf dem Bild gesehen habt, hier gibt es eben den Rheinfall, der größte Wasserfall der Schweiz, wahrscheinlich sogar europaweit, das müsste ich noch kurz googeln, im Kanton Schaffhausen. Kanton Schaffhausen selber ist die Geburtsstätte der Aluminiumindustrie hier, also vor allen Dingen auch hier in Neuhausen. Wurde es schon zu früher Zeit entsprechend Aluminium produziert. Die Wasserkraft hat dafür gesorgt, dass die Systeme entsprechend liefen, beziehungsweise dass durch Wasserkraft mechanische Systeme gebaut werden konnten. Hier ist auch der Hauptsitz von einer der großen Uhrenmarken auf der Welt. Hier, das ist IWC, eine Uhr, beziehungsweise es ist immer schön, auch natürlich eine Uhr zu haben, auf der der Heimatort drauf ist. Da steht Schaffhausen drauf. Und das macht mich auch recht glücklich. Also Neuhausen am Rheinfall, ursprünglich ein industrieller Standort, heute natürlich verbunden mit Tourismus, mit weitläufiger Natur, mit dem Rhein. Und für mich auch war dies die erste Wahl, um meinen Firmensitz zu gründen. Also man sollte meinen, normalerweise geht man nach Zug oder Kanton Schwyz aus Steuergründen. Kanton Zug war zum Beispiel der erste Ort, wo ich 2001 in die Schweiz gezogen bin, vor fast 23 Jahren. Das Steuersystem ist wirklich fantastisch im Kanton Zug, die Infrastruktur auch. Die Lebenshaltungskosten sind viel höher als hier in Schaffhausen. Also es hat immer alles Pro und Cons. Persönlich glaube ich daran, dass man nicht immer jeden Steuercent optimiert rausholen muss. Also hier in dem Kanton sind meine Kinder zur Schule gegangen. Ich habe es gern, wenn hier die Infrastruktur funktioniert und wenn von meinen Steuern hier entsprechend mein Leben, mein öffentliches Leben mit besseren Ampeln, Kreisverkehr, Infrastruktur und so weiter ständig verbessert wird und ich einen Beitrag dazu leisten kann, dann habe ich damit generell kein Problem. Wir reden hier auch nicht von Unterschieden wie Tag und Nacht. Schaffhausen gehört nicht zu den günstigsten Kantonen in der Schweiz. Jedoch im Vergleich, wenn man aus Deutschland kommt, oder ich habe in Deutschland gelebt, ich habe in England gelebt,
Ich habe in Costa Rica gelebt, ich habe in Venezuela gelebt und in den USA. Im Vergleich zu all denen ist natürlich die Schweiz, egal welcher Kanton, immer ein Paradies, finanziell gesehen. Ich möchte jetzt die Chance nutzen, um mal darüber zu reden, was sind denn so die Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz, aber insbesondere, warum die Schweiz als solches. Und da möchte ich auf 3 Aspekte eingehen. Das eine ist das Privatleben, das andere ist das Geschäftsleben und das nächste ist das Leben als Investor oder wie man mit den Finanzen im Schweizer Leben zurechtkommt, sage ich mal, oder wie man investieren sollte. Fangen wir mit dem Privatleben an. In der Schweiz ist man sehr schnell eigentlich mit allen Menschen per Du. Es gibt nicht diese klassischen Hierarchien, wie man sie in Deutschland oder in Österreich kennt, worauf die Leute auch Wert legen oder besonders stolz sind, sondern man kann hier wirklich auf die Schnelle mit jedem per Du sein. Es ist sehr herzlich, es ist sehr zwischenmenschlich. Ich gebe immer gerne ein Beispiel. Die Familiennähe hier vor allen Dingen ist stärker ausgeprägt als in Deutschland. Ich vermute, das liegt daran, dass natürlich in Deutschland die Kinder, sobald sie keine Windeln mehr tragen, mit 2 Jahren oder so in den Kindergarten gehen. Oh, jetzt wird es ein bisschen lauter, der schneidet hier die Brombeeren. Hinten dran seht ihr übrigens den Rheinfall. Während in Deutschland die Kinder so mit 2 Jahren in den Kindergarten schon kommen, beginnt hier der Kindergarten im Alter von 5 Jahren. Das heißt, die Kinder verbringen die ersten 5 Jahre ihres Lebens mit den Eltern oder eben mit den Großeltern und sehr familiennahe. Und das macht, glaube ich, den Unterschied und prägt, während in Deutschland, ich bin in Deutschland aufgewachsen, wir im Kindergarten mit 2,5 Jahren um die Spielzeuge kämpfen, ist ein Schweizer eigentlich diese Konfrontation gar nicht ausgesetzt. In aller Regel also wir pauschalisieren hier, ja nicht falsch verstehen. Schweizer sind eigentlich auch nicht so kompetitiv, zwischenmenschlich. Im Sport sieht es ganz anders aus. Phänomenale Sportler in der Schweiz und viele meiner Schweizer Freunde, wenn ich mit denen Squash spielen gehe oder Golf spielen gehe, da merkt man, wie der Ehrgeiz wirklich da ist. Also im Sportlichen lassen sie es voll raus. Im Berufsleben gibt es selten diese Ellbogengesellschaft, wie wir sie einfach von vielen anderen Kulturen kennen. Jetzt halten wir hier noch mal kurz an, schauen uns noch mal den Wasserfall an und hinten dran entsprechend da oben noch die Ruine bzw. das Schloss. Dieses Kindergartenthema, das zieht sich noch ein bisschen weiter. Es hat natürlich Auswirkungen aufs Berufsleben. Es ist ganz klar, dass wenn das Kind vor 5 in keine Unterkunft kommt oder in keinen Kindergarten, dann müssen sich halt die Eltern darum kümmern. Dadurch ist es eigentlich auch noch nicht gang und gäbe, dass beide Elternteile arbeiten, sondern sehr häufig muss ein Elternteil daheim bleiben. Was dann auch relativiert, dass man ja in Deutschland, was relativiert, dass in Deutschland die Gehälter tiefer sind, in der Schweiz höher. Aber ziemlich häufig in der Schweiz hat man einen Verdiener und in Deutschland hat man entsprechend 2 Verdiener. Eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, ich lag mit meiner Frau in unserem ersten Kind damals als im Babyalter am Strandbad im Zug und da kamen 14-, 15-jährige coole Jungs, Zigarette rauchend, bei uns vorbei und haben gesagt, ihr habt ja ein cooles Kind, dürfen wir es mal hochhalten, dürfen wir Fotos machen. Das sind einfach Szenen, die ich aus Deutschland so nicht kenne. Wenn man cool ist man cool und ein Baby auf dem Arm ist normalerweise nicht cool. Also dieses Familiäre ist einfach da. Ich habe junge Menschen kennengelernt, die sich wahrscheinlich als Punk definieren, aber freitags dann mit der Mama ins Fitnesscenter gehen. Also der Familienzusammenhalt gilt hier sehr viel. Das geht auch rein an dieses Zwischenmenschliche beim Anstoßen in der Schweiz, wenn man mit dem Rüpperli, also mit dem Bierchen oder mit dem Glas Sekt anstoßt, schaut man nicht nur den anderen in die Augen, wie wir Deutschen gern machen, sondern man sagt auch den Namen dazu.
Also es ist alles ein bisschen persönlicher, menschlicher, herzlicher. Und ich glaube, das liegt mir einfach zumindest viel näher. Nochmal ein kurzer Blick zurück. Ja. Okay. Ansonsten ist vom Schulsystem her ist es gut vergleichbar. Wobei wir unsere Kinder später auf die International Business School geschickt haben, für ein International Bachelorette. Ist aber primär bedingt, und da komme ich gerne mal auf ein anderes Video raus, dass wir natürlich in Neuseeland gelebt haben, in Singapur, in ASEAN, unsere Kinder primär englischsprachig sind und dann hinterher die Integration ins Schweizer System einfach auch viel zu schwierig gewesen wäre. Also privat vom Leben her, wie gesagt, es gibt diesen familiären Aspekt und diesen zwischenmenschlichen Aspekt, aber es geht auch um Freiheit und um Wahlrecht. So ist es zum Beispiel so, dass, Krankenkassen in Deutschland werden einem aufgezwungen, irgendwie Sozialabgaben, all die Sachen. In der Schweiz ist fast alles freiwillig. Jede Art von Versicherung kann man wählen. Die Schweizer sind lustigerweise die überversichertsten Personen auf der Welt. Obwohl sie sich nur freiwillig versichern müssen, sie machen es trotzdem gerne. Hier sind wir übrigens, jetzt wird es ein bisschen lauter. Hier ist ein Wasserrad. Sieht man das hinten? Ja. Also hier an diesem Gebäude wurde schon recht früh heute Strom erzeugt, früher mechanische Systeme angetrieben. Und dadurch ist halt hier so mit der Ursprung der Industrie und vor allen Dingen der Aluminiumindustrie. Da hinten ist der Wasserfall. So, das ist ein schöner Spaziergang hier, man kriegt auch seine Schritte zusammen, man macht seine Stufen. Ein bisschen viele Leute, eine Geräuschkulisse durch den Rheinfall. Der Rheinfall hat übrigens zurzeit, der Rhein generell, hat extrem viel Wasser. Da sieht man das Wasserrad hinten dran. Und es ist zurzeit natürlich ein Spektakel, das viel mehr Touristen anzieht als sonst. Die Wassermassen sind ja echt beeindruckend. Ich zeige es einfach mal in aller Ruhe und bin mal einen Moment still. Da hinten sieht man zum Beispiel, das ist eigentlich eine Plattform da oben, auf der man sitzen kann, die ist aber zurzeit überflutet. Was gibt es noch zu sagen über das Privatleben in der Schweiz? Wie gesagt, man wählt seine Versicherungen frei, man hat nicht so viele Abzüge, man hat nicht so viele Zwänge. Es ist die einzigste echte Demokratie in der Welt. Das heißt, wir können durch Referendum mit 100.000 Unterschriften durchaus alles ändern, was uns nicht daran passt. Also hier sieht man jetzt schön die Wassermassen. Haben sie extra abgesperrt. Ist nachvollziehbar. Also wir wählen hier direkt unsere Vertreter. Wir wählen nicht wie in Deutschland irgendwelche Parteien und Vertreter, die dann wieder Vertreter wählen. Und dann am Ende hat man doch nichts zu sagen. Sondern wir können ja überall Einspruch nehmen. Das haben wir gemerkt während Corona-Zeiten. Da ist eine Lobby nach der anderen zur Regierung gegangen und hat dann entsprechend beantragt, dass man wieder aufmacht. Von Skiliften über Campingplätze, über Hotels. Wir haben genug Unterschriften zusammengekriegt. Dann können wir hier als Bevölkerung durchaus was bewegen und verändern. Und dadurch war auch die Zeit hier während Corona durchaus gut und erträglich. Ich merke gerade Reden und viele Treppen steigen hier den ganzen Rheinfall hoch. Das ist was ich sicherlich noch üben muss. Damit habe ich noch nicht so viel Erfahrung.
Kommen wir vom Privaten zum Geschäftlichen. Ich habe hier bewusst meine Interim-Management-Firma in Neuhausen am Rheinfall gegründet. Wie gesagt, nicht steueroptimiert, aber nach sozialen und gesellschaftlichen Aspekten hier so gewählt, dass ich weiß, dass meine Steuern aus meinem Gewinn in Investitionen auch hier mir, meinen Nachbarn, meiner Familie wieder zugutekommen. Eine Firma gründen in der Schweiz kann ich jedem nur empfehlen. Vor allen Dingen, wenn man eine GmbH oder eine AG gründet. Es ist nicht günstig. GmbH verlangt 20.000 Franken Mindesteinlage. Da gibt es nicht irgendwie so eine, in Deutschland so eine Ich-GmbH oder sowas. Eine AG verlangt 100.000, wobei man aber davon dann auch 50.000 wieder rausnehmen kann und investieren. Aber generell keine billige Sache, wenn man eine juristische Person, also eine Gesellschaft gründen will, wo man persönlich nicht in der Haftung ist. Hier mal ein Blick von oben. Die Geschäftsform bestimmt auch ein bisschen die Reputation, oder so war es zumindest früher. Eine AG ist natürlich besser angesehen in Verträgen und vertrauenswürdiger durch die höhere Einlage als eine GmbH, was in Deutschland nicht so eine Rolle spielt. Hier in der Schweiz spielt es unter gewissen Umständen eine Rolle. Weniger in meine Branche, denn als Interim-Manager nimmt mich niemand wegen meiner Gesellschaftsform, sondern wegen der Leistung, die ich erbringe und die Ergebnisse, die ich erziele. Ich habe mehrere Firmen in der Schweiz gegründet im Zuge der letzten Jahre. Ich habe auch Firmen in Neuseeland gegründet, was bürokratisch viel einfacher ist und 10 oder 20 Dollar gekostet hatte. Dann hatte ich meine LLC, also eine Limited Liability Company, ebenfalls. So weit sind wir hier vom E-Government noch nicht fortgeschritten in der Schweiz. Da gibt es sicherlich noch einiges an Optimierungsbedarf. So, jetzt muss ich hier an den Kindern vorbei. Ja. So. Da sind wir wieder. Ansonsten, was bedarf? Wie gesagt, neben den Finanzanlagen ist natürlich der Gesellschaftszweck zu definieren. Eigentlich wie bei jeder Firmengründung. Ich glaube, da gibt es ganz viele Videos auf YouTube, wo ihr euch informieren könnt. Was vielleicht interessant ist, dann können wir gerade über zum Thema Finanzen gehen. Als Privatperson zum Beispiel sind sämtliche Kapitalgewinne, Erträge sind steuerfrei. Das heißt, ich kann hier Aktien kaufen und verkaufen und Krypto kaufen und verkaufen, wie ich will. Gewinne sind Gewinne. Ich habe auch keine Mindesthaltedauer von einem Jahr oder solche Sachen. Natürlich muss man aufpassen, es gibt den Unterschied zwischen investieren und traden, also ob man Investor ist oder ein Trader, ob man handelt oder ob man entsprechend investiert. Und wer investiert, der hat keine Probleme. Wer natürlich irgendwie 100 Transaktionen pro Jahr macht, der kann steuerpflichtig werden, weil es dann schnell als Kerneinkommen gesehen wird. So, jetzt sind wir hier auf der Brücke über dem Rheinfall. Hinter uns das Schloss. Und hier toben schon die Wassermassen runter. Also ich habe selten so viel Wasser hier am Rhein gesehen. Und wir leben hier jetzt schon recht lange. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, investieren. Also Gewinne sind steuerfrei, Dividenden sind nicht steuerfrei. Dividenden zählt wie Einkommen und als Erträge. Hypotheken können im vollen Umfang vom Vermögen abgezogen werden, also bezüglich der Vermögensteuer. Es gibt ja eine Vermögensteuer, die allerdings recht tief ist, also muss man schon mehrere Millionen auf der Seite haben, dass das anfängt zu greifen. Wobei dann auch die Firmenbewertung schnell reinkommt, weil man mit der Firma einen gewissen Profit macht,
Es wird meistens multipliziert mit 9 bis Faktor 13, je nachdem. Und dann ist man plötzlich Multimillionär, dadurch, dass man mal ein paar hunderttausend Gewinn hatte. Und das wird dann als privates Vermögen angesehen und muss entsprechend so versteuert werden, weil es die eigene Firma ist. Das ist ein bisschen merkwürdig. Es gibt mehrere Merkwürdigkeiten hier in der Schweiz. Nochmal einen kurzen Blick zurück. Eine weitere Merkwürdigkeit ist, wenn man hier in Immobilien investiert, also auch wir sind hier in Immobilien investiert, haben hier auch ein Haus direkt am Rheinfall und da gibt es einen sogenannten Eigenmietwert. Das ist eine ganz lustige Sache. Das heißt eigentlich, obwohl ich daheim wohne und keine Miete zahle, aber natürlich, wenn ich eine Hypothek habe, Zinsen bezahle und die ganzen Sachen, so tut der Staat, die Gemeinde und der Kanton entsprechend sagen, ja, dann hast du ja eigentlich eine Art Einkommen. Und dieses Einkommen kommt auf das Gehalt obendrauf. Also rein hypothetisch. Angenommen, man verdient 100.000, man hat einen Eigenmietwert für sein Haus oder seine Wohnung von 15.000, hat man 115.000 verdient. Obwohl man die 15.000 natürlich nie gesehen hat, sondern es ist eigentlich eine ersparte Miete. Das heißt, als Hausbesitzer, wenn man in einem Objekt wohnt, muss man dazu sagen, hat man plötzlich ein Einkommen, das man nicht hat, das absolut steuerpflichtig ist. Deswegen macht es auch Sinn, dann die Hypotheken nicht abzubezahlen, sondern die dann gegen den Eigenmietwert zum Beispiel zu verrechnen. Dann stimmt es wieder. Also das ist hier recht wichtig. Weitere Vorteile hier in der Schweiz. Also mit dem Schweizer Pass, ich reise viel, ich war in über 80 Ländern auf der Welt. Ähnlich wie mit dem deutschen Pass. Ich glaube, mit dem deutschen Pass kommt man in 2 Ländern mehr auf der Welt. Schon wieder bergauf. Die aber für mich nicht so relevant sind. Und insofern kann man mit dem Schweizer Pass gut reisen. Die Schweiz ist bekannt als neutral. Es gibt Länder, wo man nicht unbedingt einen deutschen Pass vorzeigen will, wo es eine gewisse Geschichte gibt. Und jetzt natürlich im Zuge von neuen Europawahlen wird wahrscheinlich Deutschland wieder mehr in die Kritik der internationalen Länder kommen. Die Schweiz ist neutral, auch wenn sich das langsam auflöst. Der Druck der EU ist groß, die Abhängigkeit von der EU ist groß. Die Schweiz hat damals einen riesigen Fehler gemacht, probiert die eigene Währung zu stabilisieren und dabei Euro aufgekauft, wie verrückt. Also eine Währung, die sowieso nicht die beste ist auf der Welt und sich damit in große Abhängigkeiten begeben. Auch der Export der Schweiz ist eng mit der EU verbandelt und daher gibt es da eine Vielzahl an Abhängigkeiten, die gespielt werden. Und jetzt auch während dem Ukraine-Krieg hat die Schweiz ein bisschen die Neutralitätszone verlassen. Sachen, die ich persönlich sehr schade finde, aber natürlich nicht drinstecke und weiß, was daran an politischem und sozialen Druck bei den Entscheidungsträgern herrscht. Bankengeheimnis, auch noch eine spannende Sache. Also hier unten ist übrigens ein schöner Seitenarm vom Rhein. Also ganz ruhiges Wasser hier, kurz bevor es dann zum Rheinfall runterkracht. Bankengeheimnis, ein weltweit bekanntes Produkt, Lösung der Schweizer Banken, für die es nie eine Broschüre gab und nie ein Marketingmaterial gedruckt wurde. Ist größtenteils aufgeweicht, also in Abhängigkeiten mit USA und Europa herrscht absolute Transparenz. Know Your Customer ist gängig. Aus Kreisen, die ich kenne, weiß ich, dass es irgendwie doch noch genug Möglichkeiten für Nummernkonten gibt. Das ist immer noch eine Frage des Geldes, aber offiziell nicht. Also da macht es sicherlich Sinn, weitere Konten zu haben. Ich habe mehrere Konten weltweit, unter anderem auch wegen Zinsen und entsprechenden Forex, also verschiedenen
Devisenumrechnungen, wo das durchaus Sinn macht. Viele meiner Freunde haben ein Konto in Georgien eröffnet. Georgien ist außerhalb der EU und daher und sehr kryptofreundlich und sehr gewinnfreundlich, hat ein relativ stabiles Bankensystem. Und daher ist das eine Alternative, die viele in Betracht ziehen. Schauen wir uns den Rhein hier mal an. Also hier kommt er runter, schon mit einer netten Geschwindigkeit, aber natürlich noch kein Rheinfall. Die Schweiz als solches, wie gesagt, einer meiner Lieblingsländer. Ich hatte schon erwähnt, ich habe in Costa Rica und in Neuseeland gelebt. Neuseeland bin ich auch Permanent Resident. Das heißt, da kann ich jederzeit hin, arbeiten, leben. Wenn ich möchte, auch die Vorzüge vom kostenfreien Healthcare-System genießen. Wobei, wenn man sich da gern 2 Jahre auf die Warteliste setzt für eine Operation, dann relativiert sich das auch wieder. Aber somit würde ich sagen, die persönlich für mich die schönsten Länder. Saubere Luft, man kann hier aus jedem Wasserhahn trinken, selbst an öffentlichem Brunnen. Also Wasser gibt es hier zu Genüge, Wasser gibt es auch zu Genüge in Neuseeland. Und die Regenwälder von Costa Rica machen eigentlich mit dem entsprechenden Gewinnungssystem die Wasserversorgung auch sehr sicher. Vor allen Dingen, wenn man auch autark leben will. Alles 3 stabile Länder, alles 3, ja, muss ich relativieren. Kiwis, Neuseeländer sind in jedem Krieg irgendwie weltweit involviert, sind auch bekannt dafür, dass sie richtige Kämpfer sind. Aber sonst sind eigentlich alles 3 Länder, die jetzt nicht unbedingt politisch und kriegstechnisch irgendwo oben in den Nachrichten stehen als Headline. Länder, in denen man sich sehr sicher fühlt. Also hier in der Schweiz, egal ob man jetzt mit einer teuren Uhr durch die Gegend läuft oder hier mit einem Gimbal und einem Handy. Man wird vielleicht merkwürdig angesehen, aber eine Gefahr besteht nicht. Neid gibt es nicht. Das passt. Hier in der Schweiz können die Leute wirklich in aller Ruhe leben. Es gibt einen guten Grund, dass Tina Turner, die leider verstorben ist vor einem Jahr, Phil Collins und viele andere aus der Welt, berühmte, sich in der Schweiz niederlassen. Wenn man mit niemandem keinen Menschenkontakt haben möchte, ist das in der Schweiz auch möglich. Ein Zyniker hat mal gesagt, sein Nachbar lernt man kennen, wenn man in der Wohnung verrottet und anfängt mit Riechen, dann klopfen sie mal. Ist aber nicht so. Also ich habe zum Beispiel das enorme Glück, dass wir fantastische Nachbarn haben. Und wie jeder weiß, wenn man in Immobilie investiert, kauft man die Nachbarn immer mit und gegebenenfalls den Ärger, der sich mit sich bringt. Also da haben wir wirklich Glück gehabt. Ja, das ist mein kurzer Rückblick Schweiz in a nutshell. Also wirklich nur ein kurzer Einblick über die eigenen Beweggründe. Werde ich hier mein Leben lang bleiben? Vielleicht. Eigentlich strebt mir mehr ein Leben vor, wo ich die Sommer in der Schweiz verbringe und dann, wenn hier Winter ist, die Sommer in Neuseeland oder in einem lateinamerikanischen Land. So stelle ich mir eigentlich die Rente vor, falls ich jemals in Rente gehen wollen werden müssen, keine Ahnung. Persönlich habe ich zu viel Drive. Ich liebe mein Business. Ich liebe es, bei Kunden was zu bewegen, was zu transformieren, was zu verändern, was zu strukturieren. Und wahrscheinlich würde ich mich zu Tode langweilen. Ich habe hier noch ein kleines Goodie für euch. Aufgrund der Hochwasserlage hier am Rhein besteht hier durchaus die Möglichkeit, im Wasser stehend zu grillen. Hier ist ein Grill. Das findet man sehr häufig in der Schweiz. Grillanlagen, meistens sogar Holz da. Und was man wahrscheinlich nicht richtig sieht, im Hintergrund hier, ich laufe mal kurz hin, ist das auch eine Bank, auf der man sitzen kann, entsprechend schon mitten im Rhein steht. Also hier sieht man es. Gehen wir mal dahin. So, guck hier. Da kann man schön im Rhein sitzen und dabei sein Buch lesen.